direkt dahinter kämpft Daniel. Get down in the car, what can give it up? Bust it open hard, let me see you jump. Get down in the, get down in the car. Get down. Get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Oh nein, da kommt Tommy. Da kam und Ben holt sich mit dem Sieg einfach sensationell. Hallo liebe Simracing und Motorsport-Fans und ein ganz besonderes herzliches Willkommen wie immer hier zur Sunday Grand Prix Series. Das zweite Saisonrennen steht auf dem Programm. Wir sind in Truxton in England zu Gast, der nächste Heim Grand Prix für unsere UK Boys und eine ganz neue Rennstrecke hier bei iRacing. Und wir haben eine ganze Menge unserer Jungs wieder mit am Start. Unter anderem auch unser Tommy. Und wir haben eine Überraschung heute im Portfolio. Eine Rennlady hat sich uns angeschlossen. Und die ist nicht nur bei uns, weil sie eine Lady ist, sondern weil sie richtig schnell ist. Bin ich mal gespannt, was sie heute hier leisten kann. Würde ich sagen, wünsche ich euch allen mal ganz, ganz viel Spaß. It will be funny today. It's a hard track. Hi, Byron. Yo. Yo. Okay, I want to say hello for everybody. Good luck in the race, and we are You switching. too, buddy. Yeah. We're switching. Wolfram, you came after the race in the chat? Yes, I will do. Cool. Yeah. We will go. Good luck, AJ and Wolfram, and we're here after the race. All the Yeah, have best. fun. May the force be with you. Ja, liebe Zuschauer, wie ihr seht, haben wir heute wieder sehr, sehr viele aus unserer Community hier am Start. Insgesamt haben wir heute wieder einen sehr, sehr vollen Grid mit 36 Fahrern. Schade, dass unser Freund aus Brasilien, Kleber Botaro Mora, heute leider nicht am Start ist. Deswegen schicken wir an der Stelle mal einen ganz, ganz lieben Neujahrsgruß nach Brasilien. I wonder where the split will be. Maybe 2.8k or something like this. 2.7. Two splits, it'll probably be around 2. I hope I will not end up 2.1. in the first split. That's going to be annoying. The last race, the split was at 3.5. No, Okay. Thomas, you're only 2.6. There's no way. Sunday GP time with I'm car number 4. Broxton. Oh wow. I'm car number 16. Cool. Oh no, Can Gernot I fall? Fritsche. Andreas J. Henkel, I'm not Wow, with that you. split so low. Wonderful Yeah. way to Oh. There's so many low Togo rank- Hizada. Ich bin im first split. Yeah. That's crazy. Welcome. Oh. That's a new record for me. 2.6k driver. We have Thomas Yeah, will have oh those. dear. Tommy Oh dear. We've got Patrick. There's a lot And, of points. yeah, so So many low rank guys. Oh. Maybe. Yes, but the okay, thing guys. is, you will get the points about your average time. And ja, Merry Christmas. danke Josephine, echt. Yeah. Weißt Merry du, grad Christmas, eben voll Thomas. verkackt. Merry Yeah. Christmas, Twitch. Oh, we have Mark Cruikshank back at the start. Yeah. Had a be good race with him last night. Welcome back in the grid, Mark. Nice to see you again. So I will be on the TV. Yes. So, Thomas, a lot of gains now, so don't mess it up. Tommy, I sent you the replay after the race for the crash replay tonight. Yeah, save it. And because after the race I will quit immediately. There is no analyze. Ja. No analyzing. Sehr, sehr schade. Aufgrund seines hohen Ratings ist Tommy mal wieder in den ersten Split gespült worden. Und ihr habt es gerade gehört, heute gibt es keine Rennanalyse direkt nach dem Rennen. Die werden wir aber auf jeden Fall dann später machen. What am I doing?
But we have a different weather, correct? Leider haben wir unseren Neuzugang Josephine heute noch nicht im Chat. Yeah, sunny. Ja. Sie hat leider aktuell kein funktionierendes Mikrofon. Here's going. Dafür aber einen ganz, ganz schweren Bleifuß und ich hoffe, die heizt unseren Jungs heute mal richtig ein. Quali. It's split at about 2.5 Robert. Welcome to the chat, buddy. Merry Christmas. Hope you had a good one. Byron hat F1-Fahrer Chris Roberts im Chat. Natürlich gehen da auch ganz, ganz herzliche Grüße nach Kalifornien. Yeah, he's in my chat right now. Ah, I was going to say, he's not in the L split. I think he's in California. He is, I think. He's well out of that. Hey! He's Years in mine as ago he well. was in Germany. Hey, Plexton. He told me. Hey, Chris. In the 60s. Und damit hat jetzt auch die Qualifying Session begonnen. Okay, guys. Qualifying are the best. No, Yeah. that sucks, man. It would have been good to see you. Yeah, good luck in quali, guys. I'm car number 35 of 36. Thank you, Mr. okay. Mr. Split. Oh no, Tommy. 36 we got in here, second split, and 36 I think in the top split maybe as well. Oh, und Brian C. Smith hat hier schon mal in der Einführungsrunde Probleme. Oh, yeah, if you're good enough. Insgesamt haben wir heute sehr viele bekannte Namen am Start, unter anderem auch Joseph M. Homan. Unsere Josephine in der ersten Runde hier unterwegs, hat noch ihr altes Paint auf dem Auto, inzwischen hat sie ein neues. Go. Unseren Skeletor, Don Runkle, haben wir heute natürlich auch wieder am Start. Und was mich auch freut, ist, Yeah, same. dass heute unser Adam im Grid steht, gemeinsam mit Wolfram. Wolfram musste nach seiner Operation lange Zeit pausieren. Und heute dürfen wir ihn endlich wieder im Grid begrüßen. Sehr schön. Good was the one where I do a comp lift. Und Christian Wagner legt jetzt hier schon mal vor. 1:19:05, eine Top-Zeit. Auf P2 haben wir aktuell Sebastian Starke. Und auf P3 Gerald Bowman Brook. Josephine reiht sich aktuell auf P5 ein. Dahinter haben wir auf P6 Mark Cruikshank. Unser Ben liegt nach seiner ersten Runde auf P9. Direkt vor ihm Kurt Klapper. Und hier auf P11 Adam Klatzka. Schade, dass Adam berufsbedingt nicht die ganze Saison fahren kann. Ich bin mir sicher, er wäre ein Top-5-Kandidat für die Meisterschaft. Und jetzt hat hier Christian Wagner nochmal nachgelegt. Eine 1:1:552. Eine absolute Top-Zeit. Schauen wir mal, ob da noch einer drankommt. Christian hatte ja schon einen sensationellen Saisonauftakt in Rot Atlanta, als er von ganz hinten bis in die Top 10 gefahren ist. Und da kommt jetzt auch Rob das zweite Mal über die Ziellinie. P14. Byron aktuell auf dem 8. Platz. Josephine Startplatz 10. Oh, Ben, P9. Nice. Yeah, I've got a few confident lifts here and there. Okidoki, guys. Wow. This will be interesting. Thanks. So What's good. that? Well, actually, not far off, is it? Half a second. Wow. This is going to be close. Christian Ah, ja. Wagner on pole position. Und Tommy? P17. Oh, it sounds cool. 18. Der erste Split wie immer bei GSRT. Oh, All I'll the be happy best. if I get the top 20. All the best. Tommy. I Or hope you top- see the checkered flag and you don't crash. Close between Walsh Take a step. Very good. and Mass. Klatzka on P13. Wolfram on P16. Right behind them Don Ruckle Jr. On P19 we have Wolfram heute bei seinem Comeback auf dem 16. Startplatz. Wow, gar nicht so schlecht. Dann haben wir auf P19 Thomas Willershausen. Ja, it will be funny. Und unser Bill Netzamis hat keine Quali gefahren. And Bill back in one started minute. from behind. Back in a sec, guys. Yeah, I'm bringing up the rear. You collect the victims. Well, that's what I'm trying to prevent. Bill ist auch neu in der Serie hier I'll let them crash. und muss sich erstmal etwas eingrooven. I hope you all have a good race. Thank you. Same to the rest of you. We are doing very best. Okidoki. Alright. Qualifying is over. Ja, liebe Zuschauer, damit sind wir auch schon wieder beim Rennen angekommen. Und da haben wir Christian Wagner auf Pole Position vor AJ Jesse. Auf P3 startet Sebastian Starke, von P4 Gerald Bowman Brook The last. und auf dem 5. Startplatz haben wir Jay Walsh.
Byron am Ende Startplatz 8. Direkt hinter ihm Ben Sommers auf 9. Saving fuel. Unsere Josephine startet von P11. Adam startet von 13. Wolfram von 16. Bill von ganz hinten. Block everyone. Und Thomas aus der Box. Okay, then good luck, guys. I will mute myself. So Yeah, have a good race and We talk have after fun. the race. All the best. Yeah. Also to all of you guys. If I crash, I will quit and then I will turn off the computer. Huh? I'm not running that one. Okay Then we then. see you today in the evening. Yeah, after the hockey game, right? Okay. We'll come back. Okay, Brent. And good luck. Good luck all. 36 people in here. Here we are. 36. 9th on the grid. We got Byron to the left of me. But he's not on the grid yet. Und da macht sich das 36 Mann starke Feld jetzt auch bereit. Is Byron starting for the pits? 33 Runden haben wir heute auf der Uhr. Byron starting for the pits? No, surely not. Noch wenige Augenblicke bis zum Start. Oh, hey, how? Oh, there's Byron. 10, 9, Right, here we go. Byron's the last 8, minute. 7, Here we go. 33 laps of Thruxton. 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und das zweite Rennen der Saison ist freigegeben. Top-Start für Christian Wagner. Dafür ist Sebastian Starke ganz schlecht aus den Startlöchern gekommen, fällt hier weit zurück. Top-Start auch für Byron und Josephine, die schon Ben und ein paar andere überholen konnte. Oh, und weiter hinten im Feld hat es in der ersten Kurve schon richtig gescherbelt. Wir hören da die Diskussion im Chat, da schalten wir dann direkt gleich mal hin. Aber jetzt erstmal hier Byron gegen Sebastian. Und da lag auch schon der nächste in der Leitplanke. Wir sehen hier noch die Qualmwolken. Oh. Oh dear. Okay, there is a lot of space for him. Okay. Yeah. It's done. Oh come on, Don. Really? This is Joseph F. Homan here at the start. All 3 cars are killed. Oh Miguel, what are you doing? Be careful, please. Oh, that's not a nice move. No. Oh. Tyres are still not there yet. Da gab es so einige Zwischenfälle abzuarbeiten. Hier vorne ein wildes Durcheinander. Mark Ruhig, Cheng Jay Walsh und unsere Josephine mittendrin. Oh, und da geht einer weit. Jay Walsh musste da geradeaus und verliert einen Haufen Plätze. Another one who wants to get at the first in the Win after the race in start. first corner, yes. Yeah, win the race in first corner. We have here. It's Mike Gainor. Okay. He crashed with Jason Steinhurst and then he lost the car and into David Tomaski or Tomaski. I don't know. Mr. Gainor, if you see the race, please do don't that. Yeah, McIntosh. Hey, McIntosh. Thanks, Chris. Sorry to everyone I've missed in chat. Sorry to went away to help my wife out downstairs. Bang each other. Und während sich die Jungs und Mädels hier vorne erstmal einsortiert haben, hatten wir noch eine Menge anderer Zwischenfälle, die wir abarbeiten sollten. Oh, no Steinhurst. In Führung Christian Wagner vor Gerald Bowman-Brook. Well, top 10, I think. 10th, I think. AJ Jesse auf P3. Don't Josephine ist direkt mal auf P6 nach vorn gefahren. Direkt hinter ihr Sebastian und Byron. Dale Simpson. It's David Tomaski. Okay, with a stone car. Oh no. Okay, he kicked out Dale Simpson and also got some damage at the front. Yeah. And the race is over here for Dale Simpson after 2 corners. Very bad. Und ganz vorne haben sich die ersten 3 jetzt schon aus dem Staub gemacht. Allen voran hier Christian Wagner, der verfolgt wird von Gerald Bowman-Brook. Und auf dem 3. Platz haben wir AJ Jesse. Go. Dann schon eine etwas größere Lücke zu Matthew Cockerham auf dem 4. Platz. Mark Cruikshank liegt aktuell auf dem 5. Platz und direkt dahinter unsere Josephine. Ein absoluter Top-Start für Josephine in das Rennen. Und auch Adam und Wolfram sind mehr als solide ins Rennen gestartet. Wir sehen es hier. Adam konnte seinen 13. Platz halten und Wolfram hat schon 2 Leute überholt und liegt aktuell auf P14. To the last chicane, yeah. I can't do that big long right hander. I've never managed to do that flat. Hier hinten auf P18 Russell Hamilton, direkt hinter ihm Sherwin Ersamari und Michael Iwinski kämpfen da gemeinsam mit Alec Cunningham. Und ganz hier hinten auf P22 Robert Simpkins. This is flat if you get it. Comfort lift still. I mean, I'm not running much wing. Und wir hatten vorhin noch einen Zwischenfall, den wir unbedingt mal nachreichen sollten. Den schauen wir uns jetzt direkt mal an.
Oh, there is another one. Who is it? Cody Massey or Massey? Cold tires. Ooh, tank slapper. Cody loses his car here on P10, but there's enough room for a 360 and he can go on. Ja. No, we won't. He's got to run here. Runde 4 und Christian Wagner weiterhin in Führung, knapp 1 Sekunde vor Gerald Bowman Brook. Nochmal ungefähr 2 Sekunden dahinter AJ Jesse, P4 Matthew Cockerham und Josephine hat es geschafft und ist an Mark Cruikshank vorbeigekommen und liegt somit auf P5. Ein absoluter Topstart in das Rennen für Josephine. All unsere Jungs liegen hinter ihr. Am nächsten dran ist noch Byron, aktuell auf P7. Direkt hinter ihm auf P8 Sebastian. Unser Ben liegt aktuell auf dem 10. Platz. Adam aktuell P12. Und unser Wolfram verliert gerade seinen 14. Platz an Jay Walsh, der nach seinem Ausritt in der ersten Runde jetzt wieder auf dem Weg nach vorn ist. Und wir hatten den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Cody Massey looks like that he completely misses the breakpoint and smashed into the wall. Oh, that's a nasty one. Okay, smashed into Inzwischen kann sich Josephine vorne schon absetzen und Sebastian kämpft hier mit Byron schon seit Beginn des Rennens. Ein tolles Duell. Das geht die ganze Zeit hin und her. Und hier vorne gibt es jetzt einen Angriff. Josephine greift nach Platz 4. Sticht da innen rein. Ein Top-Überholmanöver geht da sauber an Matthew Cockerham vorbei. Und auch Byron hat es geschafft und ist jetzt wieder an Sebastian vorbeigegangen. Aber ich denke mal, der fackelt nicht lange und wird gleich wieder zurückschlagen. Sebastian hat ja auch einen mehr als soliden Saisonstart in diesem knüppelharten zweiten Split im ersten Rennen. Leider waren da, wie ihr wisst, so viele Profis angemeldet, dass für die F2-Fahrer nicht so viele Punkte übrig geblieben sind. Und auch heute wieder ein sehr, sehr solider Start in das Rennen. Allerdings haben die beiden auf Mark Cruikshank schon über eine Sekunde Rückstand. Insgesamt ist das Feld hier auf dieser Highspeed-Strecke noch recht dicht beisammen. Hinterm Sebastian auf P9 Kyle McBride, der Gewinner des dritten Splits im ersten Rennen. Und Ben liegt aktuell auf dem letzten Top-10-Platz. Oh, und jetzt geht's hier rund. Thomas Willershausen und Eggy Anderson kämpfen da um die Position. Und da steht Qualm, da hat es den nächsten Zwischenfall gegeben. Da lag auch einer. Ich glaube, das war Sherwin Ersamari. Da sind jetzt Chris, Josu und Robert an ihm vorbeigegangen. Yeah, that's pretty much the plan, Chris. Sherwin Ersamari here, lost the car. Oh, dangerous situation here, yeah. And he's cooking his tires. Yeah. And he has internet connection issues. Hier vorne alles beim alten Christian Wagner. Unser Führender hat jetzt nochmal eine Schippe nachgelegt und letzte Runde, die schnellste Runde des bisherigen Rennens gefahren. Ungefähr 3,5 Sekunden hinter dem Spitzentrio. Josephine führt hier die Verfolgergruppe an. Direkt hinter ihr Matthew Cockerham auf P5 und Mark Cruikshank auf P6. Ein Top-Start in das Rennen für Josephine. Kann hier all unsere Jungs in Schach halten. Schauen wir mal, wie sich das Rennen entwickelt. Vielleicht geht da auch noch was nach vorn. Aber ich denke mal, aktuell geht es eher darum, vorne den 4. Platz zu sichern. Sie kann sich da auch jetzt schon leicht von Matthew absetzen. Und hier hinten geht es auch zur Sache. Robert kämpft da mit Josu Solaguren und Chris Stansfield um die Position. Und ganz hinten am Ende des Feldes hatten wir jetzt den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. David Tomaski hier with broken car. Yeah. Oh, Miguel's in. Nice 360, but nothing happened and he can go on. Sure, I don't know whether the weather's different or conditions, but short term mine I managed to get flat quite a lot. Und hier mal ein Blick ins vordere Mittelfeld. Brian C. Smith konnte jetzt an unserem Adam vorbeigehen. Damit ist Adam jetzt auf P13 zurückgefallen. Direkt hinter ihm Jay Walsh hat sich wieder nach vorn gekämpft nach seinem kleinen Ausritt der ersten Runde. Schade, dass wir schon am Start so viele Fahrzeuge verloren haben. Unter anderem unseren Skeletor Don Runkle. Dafür läuft es für Mark heute bei seinem Comeback umso besser. Liegt aktuell auf P6 mit Anschluss nach vorn. Ihr seht, greift jetzt hier Matthew Cockerham an im Kampf um P5. Und da setzt er sich jetzt auch außen an die Seite. Die nächste Kurve ist er innen. Und da ist er auch schon durch. Sauber gemacht. Damit jetzt Mark Cruikshank, der erste Verfolger von Josephine. Ein bisschen mehr als eine halbe Sekunde hat Mark da Rückstand.
Die Jungs und Mädels gehen jetzt in Runde 9 von 33. Überall im Feld wird hier noch gekämpft und viele unserer Jungs und Mädels liegen hier auf aussichtsreichen Positionen. Unser Ben, P10 mit Anschluss nach vorn, direkt hinter ihm Matt O'Donnell, auf P12 wieder Adam Klatka an Brian C. Smith vorbeigekommen. Und er konnte auch gleich fast eine Sekunde zwischen sich und seine Verfolger legen. Dann haben wir auf P13 Brian Smith, direkt hinter ihm Jay Walsh, auf P15 Jason Krakowiak und unser Wolfram auf 16 kämpft mit Kurt Klapper, der auf dem 17. Platz liegt. Russell Hamilton, P18, ist da schon ein bisschen mehr als eine Sekunde weg von den Jungs. Nächster Zwischenfall, den schauen wir uns direkt mal an. Oh, Iki Anderson hier. Yeah, it's good fun. Behind Thomas. Yeah, lost the car. A nice 360. Ist sie vom Sweden? Finland, yes, it's Finland, yeah, I see it now. Und hier haben wir auch mal Titanium Bill im Bild, Bill Netzamis. Für ihn geht es ja eher darum, Erfahrung mit dem Fahrzeug zu sammeln. Bill ist ein ehemaliger Rennfahrer und nicht umsonst ist sein Nickname hier Titanium Bill. Eine nicht unerhebliche Menge dieses Edelmetalls ist nach diversen Rennunfällen in seinem Körper verbaut worden. Hier vorne an der Spitze des Feldes hat sich bisher nichts getan. Weiterhin Christian Wagner in Führung vor Gerald Bowman-Brook. Die zwei können sich jetzt schon erheblich vom Rest des Feldes absetzen. Ich glaube, Gerald Bowman-Brook ist der einzige heute, der hier Christian im Kampf um den Sieg gefährlich werden könnte. Allerdings hat er die ganze Zeit knapp eine Sekunde Rückstand und kommt nicht dran. Knapp 3 Sekunden hinter Gerald, AJ Jesse auf P3 und Josephine knapp eine Sekunde hinter AJ, weiterhin auf einem top soliden 4. Platz. Was für ein starker Einstand für unsere Rennlady. Hinter ihr Mark, Matthew, Byron und Sebastian ganz dicht beisammen. Dann klafft schon eine Lücke von knapp 2 Sekunden zu Kyle McBride. Kyle wird hier die ganze Zeit verfolgt von unserem Ben. Das Feld befindet sich aktuell in Runde 11 von 33, also haben wir ungefähr ein Drittel schon geschafft. Und Adam hat jetzt den Anschluss nach vorne wieder hergestellt. Er liegt hier auf P12, knapp eine Sekunde hinter Matt O'Donnell. Byron ist jetzt hier ganz dicht dran an Matthew, vielleicht gibt es einen Weg vorbei. Oh, und ich glaube, Bill hatte da eben einen Zwischenfall, den schauen wir uns direkt mal an. But here, Bill Nezamis. Bill also very late on brakes. Oh, that was crazy racing here. Completely offline. Yeah. And then late on brakes. Wie gesagt, für Bill geht es heute nicht um Ergebnisse. Und hier vorne im Vorderfeld sieht es so aus, als würde Mark die Jungs jetzt ein bisschen aufhalten. Oh, und Byron hat sich da jetzt in der letzten Schikane einen Slowdown eingefangen. Josephine konnte sich inzwischen von der Gruppe um über 2 Sekunden absetzen. Und so wie es aussieht, hat es Byron auch irgendwie geschafft, den Slowdown abzusitzen, ohne dass Sebastian an ihm vorbeigekommen ist. Weiter hinten im Feld hatten wir den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Während Ben hier mit Matt O'Donnell und Kyle McBride um P9 kämpft. Our Bill Netzamis again. Oh, another incident for him. Yeah. Bill lost his car, a little 360, but nothing happened and he can go on. Drag me away from this guy. Josephine hier vorne auf P4 kann sich immer mehr von ihren Verfolgern absetzen. Hat hier eine super Pace drauf. Ich habe bisher auch keinerlei Fehler von ihr gesehen. Und der Rückstand zu AJ Jesse vor ihr auf P3 ist um mehr als eine Sekunde geschrumpft. Vielleicht geht da ja noch was nach vorn. Und unser Ben, wie immer, ein hervorragender Moderator auf seinem Twitch-Kanal. Während Matt O'Donnell auf P11 direkt hinterm Ben den Anschluss verloren hat und jetzt von unserem Adam unter Druck gesetzt wird. Hinterm Adam klafft schon eine Lücke von mehr als 4 Sekunden zu der Gruppe hier. Wolfram inzwischen auf P15, ein top solides Rennen. Wie gesagt, nach einer langen Krankheitsphase geht es Wolfram heute vor allem darum, wieder reinzukommen. Und wir haben es gerade gehört und wir sehen es hier auch optisch. Oh nein! Mark Kuichenk
Mark hatte da einen Zwischenfall, den schauen wir uns direkt mal an. Oh, Mark Cruikshank on 5th position. Okay, but Mark Cruikshank here is very late on brakes, and then he lost the car, and with impact, oh, that could be Still not loaded. He's a good lad. Ach, sehr, sehr schade. Mark fällt da bis auf P14 zurück. Bevor Mark eine Pause eingelegt hat, konnte er das letzte Rennen gewinnen. Silverstone ist schon eine Weile her. Da spielt natürlich Matthew, Byron und Sebastian einen Platz nach vorn. See, I think I can match Byron, but Wir bewegen uns langsam Richtung Halbzeit und wir haben immer noch 3 heiße Eisen hier vorne im Feuer. Byron greift jetzt hier die Top 5 an. Seite an Seite gegen Matthew Cockerham. Direkt dahinter lauert Sebastian Starke. Ein wildes Rennen von den Jungs hier, aber alles gut gegangen. Sehr, sehr schön, dass Byron endlich mal wieder im Kampf vorne um die Top 5 Plätze mit eingreifen kann. Jetzt Sebastian an ihm vorbeigegangen. Sauberes Überholmanöver. Ein ganz starker Zweikampf zwischen Sebastian und Byron. Jetzt schon hier über 15 Runden. slow there. Und die Jungs hinten ganz dicht dran. Da haben wir auch gerade Qualmwolken gesehen. Adam hat es geschafft und ist an Matt O'Donnell vorbeigekommen. Und liegt jetzt direkt hinterm Ben auf P10. Und Ben greift jetzt hier an und wird da wahrscheinlich auch an Kyle McBride vorbeigehen, während Byron vor ihm so langsam den Anschluss an Sebastian verliert. Nailed it. Die Top 4 vorn sind schon über alle Berge. Josephine konnte sich schon über 5 Sekunden absetzen. Und hier, Ben und Kyle kämpfen hier immer noch um die Position Seite an Seite. Und unser Adam lauert direkt dahinter. Ein spannender Dreikampf um P8. Und jetzt kann sich da Adam auch außen durchdrücken. Wow. Da haben wir jetzt Byron, Ben und Adam direkt hintereinander. Unsere Jungs auf dem Weg nach vorn. Allerdings denke ich mal, dürfte der Zug noch ganz vorn abgefahren sein. Wow, hier Adam jetzt. Nimmt hier eine Abkürzung. Das dürfte auch einen Slowdown gegeben haben. Wilde Action hier im Kampf um die letzten Top 10 Plätze. Aktuell befindet sich das Feld hier in Runde 16. Also haben wir ungefähr Halbzeit. Und Kyle McBride gerät jetzt hier unter Druck von Matt O'Donnell. Da geht er auch durch. Kyle will sich da noch nicht geschlagen geben. Jetzt hat aber Matt die bessere Position und kann sich da auch durchsetzen. Oh, da ist Kyle in den letzten 2 Runden von P8 bis auf P11 zurückgereicht worden. Wow, und hier vorne an der Spitze des Feldes hat Josephine jetzt geschafft, ihren Rückstand zu AJ Jesse komplett zuzufahren. Wahnsinn. Ein Top-Rennen bis hierher. Vielleicht ist da sogar noch ein Podium drin. Oh, und ich sehe es gerade, Thomas Willershausen steht da an der Box. Yeah, some are idiots. Oh, what happened? An idiot drove away my front left wheel. Den Unfall müssen wir uns jetzt auch direkt gleich mal anschauen. Wir schalten direkt hin. Blocking me so hard, so yeah. Oh, Thomas. Yeah, I know. We have a slight contact here with David Clapham. Yeah. And after that, your car was broken. Wheel disappeared then. David Clapham. Thank you, Bill. We are now halfway. Oh dear, oh dear, oh dear, oh dear. Oh fuck. Oh, that's annoying. Yeah. That's annoying. Thomas in his unsteerable car hits Chris Stanfield. Yeah, can't do anything. Also David Clapham. Ja, bomb. Yeah. Schade, da haben wir den ersten unserer Jungs hier verloren. Hier vorne im Kampf um Platz 3 setzt Josephine jetzt AJ richtig unter Druck. Mal schauen, wie lange er noch vorn bleiben kann. Wow, und Josephine ist hier richtig an der Feier, auf der letzten Rille unterwegs. Das war knapp. Trotzdem ein ganz, ganz starker Auftritt bis hierher und ich glaube, die Jungs können sich alle schon mal warm anziehen. Inzwischen konnte Byron auch wieder an Sebastian vorbeigehen. Das Duell geht hier in die nächste Runde. Ein toller Zweikampf von den Jungs hier vorn. Schade, und wir haben es gerade gehört, Thomas Willershausen hat sich leider ausgelockt, er ist zu frustriert. Hier hinten unser Wolfram auf P16 lässt jetzt Alec Cunningham vorbei. Wie gesagt, für Wolfram geht es darum, wieder reinzukommen und sich ein bisschen einzugrooven. Wolfram hat eine Operation und eine lange Genesungsphase hinter sich und ich bin sehr, sehr froh, dass er heute hier wieder im Grid steht. Byron hat jetzt den Anschluss an Sebastian verloren. Fast 1,5 Sekunden fehlen ihm inzwischen nach vorn.
Actually, if you could lift now. Aktuell befinden wir uns in Runde 19 von 33, also ist noch ein ganzes Stück Weg zu gehen. That was brilliant. Really appreciate that. Und während sich Byron hier mit Go after him now. Bill unterhält, kommt Ben von hinten immer näher. Knock their teeth out. Und da sehe ich auch im Relativ, dass Matt O'Donnell an unserem Adam wieder vorbeigehen konnte. Während hier vorne unser Leader Christian Wagner sich aus dem Staub machen konnte. Fast 5 Sekunden Vorsprung auf Gerald Bowman-Brook und er setzt jetzt auch an, um die ersten hier zu überrunden. Eggy Anderson auf P25 direkt vor ihm. Ein absolutes Top-Rennen heute von Christian bis hierher. Inzwischen gibt es niemanden mehr hier im Feld, der ihm irgendwie gefährlich werden könnte. Allerdings haben wir ja auch noch ein ganzes Stück Weg zu gehen und ihr wisst, es kann so einiges passieren in so einem Rennen. Adam liegt hier auf einem soliden Top-10-Platz. Er verfolgt immer noch Matt O'Donnell. Allerdings ist Ben vorne schon über 2 Sekunden weg von den Jungs. Hier vorne Matthew kann sich jetzt von seinen Verfolgern Sebastian und Byron absetzen. Allerdings der Rückstand nach vorn schon auf fast 10 Sekunden angewachsen zu Josephine. 2/3 des Rennens haben wir geschafft und Ben holt immer mehr nach vorn auf. Der Rückstand beträgt jetzt ungefähr nur noch 2 Sekunden. Da wird Byron über kurz oder lang von hinten Besuch bekommen. Hat eine tolle Pace drauf und seinen Rückstand zum Sebastian so langsam wieder zugefahren. Christian, unser Leader, baut seinen Vorsprung immer mehr aus. Er geht jetzt in Runde 24 und wir haben es gerade gesehen, da Robert Simpkins muss jetzt an die Box. Durchfahrtsstrafe, zu viele Inzidenz gesammelt. Mal wieder ein verkorkstes Rennen für unseren Robert. Und Chevauche auf P11 hat jetzt auf die Gruppe hier aufgeschlossen. Und Adam donnert da wieder über die Wurstkörbs drüber. Ich schätze mal, da war der nächste Slowdown fällig. Und wir hatten den nächsten Zwischenfall. Schalten wir direkt mal hin. Our Bill Netzamis. Okay, what happened here? It's still lap 22. Bill Netzamis here, a little bit too fast into the last chicane here, or lost the car. Yeah. And then he got the car, and then under acceleration he lost the car again. Oh, come on. Yeah. Okay, close your eyes, do nothing. Yeah. Pray to the gods. Yeah. Yeah. Perfect, yeah. Heads up, he might be driving pretty angry because I pulled off a really scary move just before. Alright, man. Oh, und unser Byron hat letzte Runde eine wahnsinnig schnelle Zeit hier in den Asphalt gebrannt. Während Josephine da versucht, an den Backmarkern irgendwie vorbeizukommen. Von hinten lauert ja immer noch AJ Jesse auf Rang 4, obwohl der jetzt schon einen kleinen Abstand hat. About 7, 8 o'clock-ish. The race might be 8. Jetzt kommt er aber top durch, da spielen die Jungs aber auch fair mit. Double check though. Come on. Inzwischen sieht sie auch Gerald Bowman-Brook, der auf P2 liegt, vor sich. Er ist nur noch knapp 1,5 Sekunden weg von Josephine, die hier aktuell die schnellste im Feld ist. Christian ganz vorne, unser Leader, hält den Abstand konstant bei ungefähr 4,5 Sekunden. Ich glaube, er kontrolliert das Rennen. Oh. Byron verliert auf P6 liegend sein Auto und die ganze Meute geht hier vorbei. Ach, schade. Er fällt hier noch hinter Kyle McBride zurück. Das müssen wir uns direkt gleich mal anschauen. So ein Top-Rennen bis hierher, hat vor uns auch die schnellste Runde des bisherigen Rennens gefahren. What happened? Byron on 6th position loses his car here behind Matthew Cockerham. Oh no. Damn it. Ay. 6 places lost. Yeah, this will probably be the first one. Still driving? Who's behind Jack? Walsh. So schade, das war bis hierhin ein absolutes Top-Rennen von Byron. Jay Walsh ist jetzt an Matt O'Donnell vorbeigegangen und befindet sich somit wieder in den Top 10. He right there. Und Matt schmeißt ja auch wild seine Kiste um die Kurve. Ich denke mal, da werden bei einigen jetzt auch die Reifen so langsam sich bemerkbar machen. Josephine hier 1,5 Sekunden hinter P2. Und nach hinten zu AJ Jesse, der sich auf P4 befindet, 2,5 Sekunden. Wir befinden uns aktuell in Runde 26 von 33, also haben wir knapp 5,5 Runden noch zu gehen. Matthew Cockerham, aktuell der Letzte in den Top 5, hat nach vorne und hinten reichlich Luft. Dahinter haben wir Sebastian Starke auf P6 und Ben Summers P7. Adam Klatzka dahinter auf P8 und auf P9 Jay Walsh, der Letzte in den Top 10 Kyle McBride. P11 haben wir dann Matt O'Donnell und unser Byron ist bis auf P12 zurückgefallen. Unser Kurt heute unauffällig auf P16 hinter Alec Cunningham und dann haben wir hier auf P17 Wolfram. Christian Wagner, unser Leader hier vorne, lässt absolut nichts anbrennen.
Der Abstand nach hinten weiterhin zwischen 4 und 4,5 Sekunden. Und wir hatten weiter hinten im Feld den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. No! Oh, und wir hören es gerade, auch unser Byron hat hier den nächsten Zwischenfall. Couldn't get the clutch in time. Brian C. Smith here. Oh. Brian lost his car, a nice 360. That's annoying. Yeah, Tank Slapper here also. I think lost he the was car. chasing me then. No, he might have been. He lost a few positions, but nothing happened and he can go on. Und dann schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal Byrons Zwischenfall an. Come on. You can see, lost the car. And Byron also. Ooh, ui, 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 ui. No, I was just letting the leaders go through. Okay. My race was already ruined, so yeah. Ich glaube, jetzt scheint sich das Thema Reifen wirklich bemerkbar zu machen, denn wir hatten direkt gleich den nächsten Zwischenfall. Wir sehen da auch, wie Sebastian sein Auto um die Kurve feuert. Und hier steht noch Qualm, hier ist der nächste abgeflogen. Da sehen wir es auch, Chris Stansfield hatte dann Ausflug. Jetzt häufen sich hier die Zwischenfälle. Bill Nesemis again. Oh, yeah, lap 26. I think right now the tires are worn out. Yeah. Yeah. Cooked. Cooked. On with the car. Actually, I think iRacing has changed the tire model and it's better to handle. It is better, but it's just that this track is a killer for your left-hand tires. Oh, und während wir die Unfälle abarbeiten, hat sich Adam jetzt hier an Ben rangeschlichen und versucht da vorbeizukommen. Ein tolles Duell. Die Plätze 7 und 8. Oh, what? Okay. We have here an attack from David Clapham against Chris Stansfield. Looks a little bit dive bomby, but Chris led the space. You could say he was skipping across the curb. Yeah, skipping. But then here Chris led the space, was completely offline, was not able to accelerate. But you can see that that David is accelerating now and smashed right into the car in front of him. So why it is? I don't understand it. Total irre, was jetzt hier los ist, denn wir hatten den nächsten Unfall. Davon völlig unbeeindruckt unsere Josephine hier auf P3. Ein absolutes Top-Rennen heute und was für ein Einstand. So verschafft man sich Respekt. Schade, dass er aktuell kein Mikrofon hat und nicht bei uns im Chat ist. I don't think we can, but I'll try. Ich hätte gern mal Ihre Reaktion nach dem Rennen gehört. Oh, Russell Hamilton here a little bit too fast on the last chicane. Yeah, too heavy on the curbs. Yeah, and then yeah, you can take quite a bit of the curb on the lap. Und wir legen direkt noch ein Incident nach. Total irre, was im Moment hier auf der Strecke los ist. Eki Anderson. Icky again. Ooh. Nice flip, I would say. That's correct. How? He lost the car, but no impact and he can go on. Yeah. A nice 360, but the tires are cooked. Nice U-turn. Okay. Sebastian hier auf P6 hat ein bisschen den Anschluss nach vorne zu Matthew Cockerham verloren. Allerdings ist er auch safe nach hinten. Denn Ben und Adam kämpfen immer noch um die Position. Wir befinden uns jetzt in der Endphase des Rennens. Knapp 2,5 Runden haben wir noch zu gehen. Und jetzt gibt es hier den nächsten Angriff. Adam geht da nach außen, Seite an Seite. Und jetzt hat er die bessere Position und kann sich da auch durchdrücken. Ich denke mal, Adam hat da besser mit seinen Reifen gehaushaltet. Ouch. Ben gerät da jetzt unter Druck von Jay Walsh. Die Plätze 8 und 9. Den Angriff konnte er nochmal abwehren, aber ich glaube, Ben ist hier auch auf der letzten Rille unterwegs. Man sieht es hier auch deutlich. Währenddessen ist Josephine hier vorne auf dem Weg zu einem absolut sensationellen Podestplatz in ihrem zweiten Rennen hier in der Sunday Grand Prix Series. Von P11 gestartet ist sie direkt am Anfang nach vorne gestürmt und liegt jetzt hier auf P3. Hut ab. Nächste Woche sind wir dann in Suzuka zu Gast. Eine Strecke, die extrem populär ist bei den Rennfahrern hier bei iRacing. Und ich befürchte, dass wir da wieder 3 Splits haben werden. Da müssen einige unserer Jungs wieder ein bisschen Gas geben, damit ihr iRating wächst und sie alle nicht im 3. Split landen. Das Feld geht jetzt in die vorletzte Runde und Jay Walsh wagt jetzt hier den nächsten Angriff. Und wieder fahren sie Seite an Seite durch die Kurve und wieder kann sich Ben vorn halten. Ein spannendes Duell kurz vor Schluss hier um P8.
Das alles juckt Christian Wagner, unseren Leader, herzlich wenig. Was für ein dominantes Rennen von ihm. Immer noch knapp 4,5 Sekunden Vorsprung auf Gerald Bowman-Brook und Josephine Becker. Ich bin mal gespannt auf die Ergebnisse vom ersten Split, aber ich denke mal, mit der Leistung meldet Christian seine Ambitionen auf die Meisterschaft an. White Flag. Und ihr habt es eben gehört, unser Leader geht jetzt in die letzte Runde. Weiße Flagge. Und er schmeißt hier sein Fahrzeug nochmal richtig um die Kurve. Da sieht man, dass auch Christians Reifen jetzt so langsam in die Knie gehen. Und wir hatten nochmal einen Zwischenfall. Schalten wir direkt mal hin. Next one. Jay Walsh behind Ben. My paint's okay. Strange. Ja. Oh, watch out. Ah. Oh, Jay lost his car in a lot of places, but nothing happened and he can go on. Und wir haben es eben gehört, auch unser Bayern hatte da gerade nochmal einen Dreher, der aber jetzt nicht mehr ins Gewicht fällt. Und die letzten Meter für Leader Christian Wagner, ein sensationelles Rennen. Da hat ja keiner hier im Rennen auch nur den Hauch einer Chance. Und ich denke mal, wenn Christian die komplette Saison fährt und seine Form so hält, dann wird er ein gehöriges Wort um den Titel mitreden. Die letzten Meter und dann hat er es geschafft. And here we have the last meters of Christian. Congrats goes to Austria. And the winner is Christian Wagner. Congrats. On P2 we have Gerald Bowman-Brook and on P3 Josephine Baker. Congrats, yeah, cool. Was hat er gefahren? Josephine is on P3. What? Yeah. Really? Ein ganz herzlichen Glückwunsch, Josephine. Podiumsplatzierung im zweiten Rennen. Ja, sehr cool. Absolut top. Oh, ich bin 19. geworden. Ich habe in der letzten oder vorletzten Runde 4 Autos überholt in einer Runde. Die sind noch im Rennen von mir hier. Was? Achso. Die kommen jetzt gerade alle über Sebastian P6, Adam P7 und Ben P8. Und unser Bayern kommt auf P19 Richtung Ziel. Und damit ist das zweite Rennen der Saison auch schon wieder Geschichte. Bayern was fighting at the front in the beginning. But then he lost the car 2 times. Check on flag for Bayern. Thanks, guys. Okie dokie, guys. Thanks, thank you, guys. Oh, well, the track. Ein Top-Resultat von Josephine und 2 solide Top-10-Resultate für Adam und Ben, das kann sich sehen lassen. Okay. Das ist gute Zeit. Oh. Which place? No. Ich? Yes? So wound up with myself. Und Byron hadert immer noch mit sich selbst. Zum Trost, er hat die schnellste Rennrunde gefahren. 12 gallons. Okay. Adam just had a little bit too much for me at a certain point, I think. Very close though. Adam has beat you, Ben. Yeah, he's fast. He was really fast. Yeah. Just had a fraction faster than me, I think. But your fight looks spectacular. It was good fun. Spectacular heißt das. Spectacular. So I'm on position 19 out of with car number 35. Ah, good job. And 36 in the split. Should we see how we? Ja, but Glückwunsch an Josephine. Im nächsten Rennen ist er dann mit neuem Paint unterwegs. I was turned around in the first lap or so because guys are not careful enough. I would say. I will take a look and then I will quit because I have to take a shower. I'm smelling. Yeah, Tommy, we'll see us later. Have a nice day with your family. Yeah, I will make music in the ice rink. Yes. Oh, that's so cool. Yeah. I wish you a cool day. To make music is always good. Yeah, not live music, but as a DJ, you know. It's music. Yeah, and music makes the life colorful. I gotta go also, guys. I gotta help my wife out downstairs. Okay then. Bye. We all say goodbye for today. We meet us later when Tommy is back to make the crash thing. Oh, okay. Cool. Back in a bit. Maybe anyone can say it in the chat here. What do you want to say? No, Merry Christmas. I'm gonna call it day there. Yeah. Okay, we have. Okay, Tommy. Thank you. Right. Oh, okay. It was. Who was it? It was. Who's the guy? Alex Marsch King. Am Arsch, Alex. Meine Fresse, ey.
damit verabschieden wir uns auch so langsam von unseren Zuschauern und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, das erste Rennen des neuen Jahres ist Suzuka und eine Menge unserer Fahrer werden da wieder am Start stehen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf und ich hoffe, dass dann unser Tommy auch im zweiten Split mitfährt. Bis dahin, macht's alle gut. Good luck, y'all. Luck, everyone. I was trying to find it, Robert. I didn't find it in time, but I'm not running that one. Wow, that was crazy. I didn't even wait to go through the first corner to kill 2 people. You know, tires are cold and there's cars in front of you. You can't go through them, right? Steering fail. Hell, you didn't even use the brake. Not much I can do when the steering fails. Guys, I'm sorry, but I just have no control over the steering or brake pedals or anything. I do that. Thanks for ruining a bunch of guys' races. Finally managed to show up for an official race and that's taking me to Ja, liebe Zuschauer, was für ein spannendes Rennen. Wahnsinn. Und was für ein Einstand für unsere Josephine. P3, ein Podiumsplatz. Ich glaube, besser kann man sich hier in dieser rauen Männerwelt den Respekt nicht verschaffen. Einfach sensationell gemacht. Aber auch unsere anderen Jungs, Ben und Adam, ein tolles Rennen. Byron konnte lange Zeit vorne mithalten, hat es am Ende aber leider mal wieder verkackt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hatten wir alle ein sehr, sehr schönes Rennen. Vielleicht Thomas Willershausen nicht, der hat ein bisschen Pech. Sehen wir mal, was das nächste Rennen so bringt. Ich hoffe, ihr bleibt uns alle treu und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Bis dahin, lasst es euch alle gut gehen, bleibt gesund und vor allen Dingen unserem Kanal treu. Macht's gut.
really good, buddy. You know, I think I need a little bit more wing on this set because going over the crest on low fuel, I was sliding a lot. Good race, guys. Really enjoyed that. Awesome, that was very close to a big accident on the last lap. Yeah, well driven, Adam. Yeah, a little bit too much pace for me there. 12 gallons is not enough, everybody. I am 50 feet from the finish line. Yeah, Keith helped. I was running with no whisker at all and I was able to push away off that stretch. Brian, you guys have a great day.